Value Investing ist ein beliebter Ansatz beim Geldanlegen. Das Prinzip, man kauft Aktien günstig bewerteter Unternehmen. Das heißt, es ist günstig bewertet, die sind nach bestimmten Kennzahlen im Vergleich zu anderen besonders günstig. Beispielsweise, wenn man auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis schaut, kurz KGV. Warren Buffett ist sicher der bekannteste Vertreter heute dieses Ansatzes. Wenn ich jetzt nicht selbst wie Warren Buffett einzelne Aktien mir aussuchen möchte, dann kann ich Value Investing eben auch mit dem Value-Portfolio von Scalable Capital umsetzen. Was dahinter steckt, erfahrt ihr in diesem Video. Das Value-Portfolio von Scalable Capital ist ein reines Aktienportfolio. Es besteht aus Aktien-ETFs auf die wichtigsten Märkte, USA, Europa und Schwellenländer oder auf Englisch Emerging Markets. Jede dieser drei Regionen ist durch einen jeweils einzelnen Value-Aktien-ETF abgedeckt. Was sind jetzt Value-Aktien-ETFs? In diesen ETFs steckt jeweils eine Auswahl von Unternehmen, die nach bestimmten Value-Kennzahlen wie dem erwähnten KGV, dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, vergleichsweise günstig bewertet sind. Beim Value-Portfolio handelt es sich um ein reines Aktienportfolio, das es in einer Zusammensetzung gibt. Das heißt, hier gibt es keine unterschiedlichen Gewichtungen. Ich muss auch nicht zwischen mehreren Risikokategorien wählen. Nur Aktien bedeutet, ich bekomme mit einem Investment in dieses Portfolio Zugang zu den Renditechancen eines Investments in die wichtigsten Aktienmärkte. Das heißt auf der anderen Seite auch, die Schwankungen sind unter Umständen stärker als bei einem Portfolio, bei dem zum Beispiel auch Anleihen beigemischt sind, die meist weniger stark in der Wertentwicklung schwanken. Also, ich sollte mich für so ein 100%iges Aktienportfolio wie das Value-Portfolio dann entscheiden, wenn ich auch die Schwankungen eines reinen Aktienportfolios ertragen kann. Das heißt, wenn die mich nicht übermäßig nervös machen, wenn ich also auch bei zwischenzeitlichen Kursverlusten noch gut schlafen kann. Value Investing ist eine bestimmte Anlagephilosophie. Die Idee ist eben, günstig bewertete Aktien zu kaufen, um damit eine gute Rendite zu erzielen. Günstig bewertete Aktien haben im Vergleich zu anderen aus derselben Branche zum Beispiel niedrigeres KGV. Das ist so eine typische Value-Kennzahl, deshalb habe ich sie jetzt auch schon mehrmals erwähnt. Warren Buffett, den ich schon erwähnt habe, der fährt ja hier eine sehr individuelle und aktive Titelauswahl. Value Investing lässt sich allerdings auch als regelbasiertes Konzept umsetzen und genau das hat Scalable Capital mit diesem ETF-Portfolio gemacht. Mit Value-Aktien-ETFs investiere ich eben systematisch in niedrig bewertete Firmen. Der Ansatz ist also nicht auf einzelne Firmen oder Aktien fokussiert, die ich mir jetzt händisch rausgepickt und einzeln angeschaut habe, sondern ich investiere über Value-ETFs in tausende Value-Unternehmen. Also kein Stockpicking, keine individuelle Aktienauswahl, sondern über ganze Märkte hinweg investiere ich in die Idee von Value Investing. Ich habe ein breit gestreutes Investment statt eine Sammlung einzeln ausgesuchter Werte. Oft gibt es ja Kritik an sehr hoch bewerteten Aktien. Wenn zum Beispiel Tech-Titel über lange Zeit sehr gut gelaufen sind, die Kurse stark gestiegen sind, dann gibt es Kritiker, die sagen, in diesen Kursen sind möglicherweise völlig überhöhte Erwartungen drin und es könnte möglicherweise da zu einer Korrektur kommen. Wenn ich diesen Ansatz, diese Sichtweise, diese Kritik teile, dann könnte eben eher der Value-Ansatz attraktiv für mich sein, denn überbewertete Titel, die finde ich naturgemäß eben in Value-Aktien-ETFs und auch in dem Value-Portfolio von Scalable Capital nicht. Bei der Entscheidung für dieses Portfolio sollte ich mich auch fragen, bin ich denn bereit, in ein Portfolio zu investieren, das von der Gewichtung nach Marktkapitalisierung, und die ist ja in vielen Indizes, ETFs und Portfolios der Standard, abweicht? Denn so eine Abweichung kann immer auch heißen, die Schwankungen und die Wertentwicklung können anders ausfallen als bei einem Aktienportfolio, das jetzt streng nach Marktkapitalisierung konstruiert ist. Es ist jetzt keine Wertung, das muss kein Nachteil sein. Es muss mir eben nur bewusst sein, gerade auch wenn ich jetzt die Performance meines Portfolios mit anderen Investitionen oder zum Beispiel Indizes vergleiche. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, der Value-Faktor kann zum Teil eine Überrendite bringen, aber darauf gibt es natürlich keine Garantie und das gelingt auch nicht zuverlässig in allen Marktphasen. Eigentlich erklärt sich's von selbst, aber ich weise nochmal ausdrücklich darauf hin,
Die ETFs und das Portfolio insgesamt sind diversifiziert. Allerdings steckt eben in Value-ETFs jeweils eine Auswahl von Aktien im Vergleich zu einem entsprechenden Standard-ETF. Nehmen wir als Beispiel den MSCI USA. Der gibt die Wertentwicklung von 600 Aktien wieder. Und im MSCI USA Enhanced Value Index, also einem typischen Value-Aktienindex auf denselben Markt, da stecken nur 150 Titel drin. Und die größten Positionen sind zum Teil auch andere als im Mutterindex, der nach der Marktkapitalisierung konstruiert ist. Auch hier gilt, sollte ich mir einfach mal bewusst machen, wenn ich mich für so ein Portfolio entscheide. So viel zum Überblick über das Value-Portfolio und über das Konzept, systematisch in die Idee des Value-Investing über ETFs zu investieren. Ich wünsche viel Erfolg dabei. Und natürlich interessiert uns auch, was haltet ihr denn überhaupt von dem Konzept des Value Investing, wie es Warren Buffett praktiziert oder wie es hier mit diesem ETF-Portfolio von Scalable Capital umgesetzt ist? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare.